Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Schwert, einen Helm, einen Bogen und Schuhe. Vorher war noch Hose. Hallo! Kommen wir zu einem Punkt, der mir in Spielen seit Jahren auf den Geist geht, abseits von vielen anderen Punkten. And that's when you press a button, something awesome has to happen. So Button Awesome connected now in Dragon Age 2. Das Inventarsystem bei Rollen sowie Action-Rollenspielen. Als erstes zu einer Situation zurück, wie ich sie damals erlebte. Ich bin nämlich alt. Im Jahre 1997 brachte Blizzard das Spiel Diablo auf den Markt. Ein gutes kleines Action-RPG mit zufällig generierten Dungeons. Das Inventar, das sah damals so aus. Wie man sehen kann, hatte jedes Item eine bestimmte Größe und musste irgendwie ins Inventar gelegt werden. Diablo 2, 3 Jahre später, nutzte das gleiche System, erweiterte es allerdings um einige Ausrüstungsslots. Das war für mich damals ein grandioser Fortschritt. Wir hatten ja sonst nichts. Diese beiden Spiele waren natürlich nicht die einzigen, die auf diese Art Inventar setzten. Da waren noch Dungeon Siege und dessen zweiter Teil, Sacred und dessen seltsamerweise sehr unbeliebter zweiter Teil und so einige mehr. Baldur's Gate, Neverwinter Nights und Gothic zum Beispiel setzten auf das gleiche System für Ausrüstung, aber die Items waren alle gleich groß. Das ist nicht ganz so fein, aber auf der anderen Seite erspart es einem dieses. Too much baggage. Was haben wir heute? In Skyrim haben wir einfach nur noch die Namen mit einem popligen Symbol, welches uns verrät, ob es sich um eine Waffe, einen Trank oder ein Amulett handelt. Die Waffe jetzt ein Schwert oder eine Axt ist, wen interessiert das schon? Ob das Item angelegt ist oder nicht, erkennen wir je nach Spiel am Rahmen um die Waffe oder an einem kleinen popligen Symbol, das uns zeigt, die Waffe ist angelegt. Das ist natürlich äußerst übersichtlich. Außerdem passen auch nicht gerade viele Items auf einen Bildschirm. Also scrollen wir bei 30 Items schon mal eine Minute, um einen bestimmten Gegenstand zu finden. Dazu ein kleines Beispiel, das ist mein Skyrim Save mit Level 36. Wo ist das scheiß Schwert, Mann? Und ich benutze bereits eine Mod, welche die Schriftgröße verkleinert, wodurch mehr Gegenstände auf den Bildschirm passen als im Original. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, ohne diese Mod zu spielen. Oblivion, der Vorgänger von Skyrim, war da auch schon nicht anders. Lediglich die Umrandungen des Inventars waren stimmiger und sahen nicht so nach Mobiltelefon aus. Bei Morrowind waren die Items in der Übersicht auch lediglich anders dargestellt, nämlich so. Auch hier wieder ein simpler Rand ums Ausgerüstete. Bei den Elder Scrolls Spielen geht man diesen Weg meiner Meinung nach, da man eigentlich ein unbegrenztes Inventar hat. Die einzige Limitierung der Anzahl der Gegenstände ist das Gesamtgewicht dieser. Dennoch, warum gibt es keine Charakteransicht mit Slots? Wenn ich zum Beispiel 2 Ringe habe und der eine aufgrund des Namens oben in der Liste ist, der andere aber ganz unten, dann viel Spaß beim Vergleichen dieser 2 Ringe. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Also kommen wir zur Frage, warum macht man diese Übersicht nur noch so selten? Habt ihr alle keine Grafiker? Da kann ich euch gerne aushelfen. Ich habe hier mal ein Bild vorbereitet, das könnt ihr benutzen. Völlig gratis! Soll diese Art Inventar übersichtlicher sein? Eine Excel-Tabelle mit Namen? Übersichtlicher als auf einen Blick sämtliche Items sehen zu können? Wenn ich jetzt anfange, in Skyrim dädrische Artefakte zu sammeln, woher soll ich wissen, dass Okin eine Axt ist und Dämmerbrecher ein Schwert? Jetzt weiß ich's. Es muss an den Konsolen liegen. Nein. Ich erinnere mich da spontan an 2 Spiele auf Konsolen, welche das Slotsystem verwendet haben. Champions of Norath auf der PS2 und Diablo 1. Ja, Diablo 1 auf der PlayStation 1. In einer geschmeidigen Auflösung von 512 x 384. Heute haben wir native 720p. Minimum. Und die Größe der gängigsten Fernsehgeräte hat sich auch gut verdoppelt. Als kleines Gegenbeispiel,
Loki, das PC-exklusiv erschienen ist, setzte dennoch auf Smartphone-Inventar. Also woran kann es noch liegen? Nun, einer der Gründe. Schaut man sich hier Skyrim an, so gibt es ganze 6 Rüstungsteile. Helm, Körper, Schuhe, Handschuhe und Ringe. In Oblivion waren es noch 7, man hat in Skyrim einfach nur den Beinschutz entfernt. In Morrowind gab es 10. Ja, 10, denn es gab noch Handschuhe als einzelne Teile und Schulterplatten als einzelne Teile. Wir entwickeln uns da momentan ziemlich zurück. Wenn man das Ganze nur in einer Tabelle darstellt, fällt das vielleicht nicht so auf. Irgendwann, wenn man nur noch Rüstung auswählt, würde eine grafische Ansicht halt scheiße aussehen. Aber vielleicht verlange ich auch einfach nur zu viel. Einen Helm, einen Brustschutz, einen Beinschutz, einen Gürtel, einen Armschutz extra. Handschuhe, einen Ring, noch ein Ring, ein Amulett, ein Schild, Ohrringe, Unterhose, Schuhe, Socken, Hemd, Haargummi, Krawatte? Nein, das braucht nicht wirklich jemand. Aber immer weniger und das Ganze auch noch in einem immer schlechteren Inventar muss auch nicht unbedingt sein. Ich möchte bitte meine Ausrüstungsteile wieder haben. Und wenn's möglich ist, das Ganze bitte in einem schönen Inventar verpackt. Das war nur meine Meinung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schwerter der Lend.